Studentin aus Köln. Ich habe auch das Thema Bildung, weil ich das nicht. Wir müssen Praktika selbst finanzieren. Und die zweite Frage. Kräfte, 30 Jahre das durchzuhalten. Und gleichzeitig muss es aber so sein, dass ein Land, das offen ist, das zum Beispiel auch Flüchtlingen Schutz bietet und auch zukünftig Schutz bieten soll, immer das Management der irregulären Migration im Griff hat. Und das ist etwas, wofür ich mich einsetze, dass wir dafür sorgen, dass die Zahlen überschaubar sind und dass wer sich hier darauf beruft, dass er Schutz braucht, dann auch ordentlich nachweisen muss, dass das so ist und wir die Sache gut und schnell klären. Beides gehört für mich zusammen. Olaf Scholz. Ich heiße Ozada und eigentlich... Und für unsere Sicherheit ist die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten auch wichtig. Trotzdem gibt es ja dann Situationen, wo man nicht einer Meinung ist, wenn zum Beispiel sich ein Vizepräsident einmischt in den deutschen Wahlkampf und sagt, extrem rechte Parteien sind gar nicht so schlimm. Ich sage, wir finden extrem rechte Parteien schlimm und wollen mit denen auch nicht zusammenarbeiten. Und dann muss man das austragen. Wir starten mit der ersten Frage an Herr Merz. Welches Ministerium würden Sie Olaf Scholz geben? Also das ist auch eine kühne These, Herr Klamroth, die Sie hier verkünden. Jetzt wählen wir erst mal am nächsten Sonntag und dann entscheiden wir darüber, wer die Regierung führt und wer sie möglicherweise mitgestaltet. Kann ja durchaus sein, dass Sie beide in einer Regierung landen. Das halten wir, glaube ich, beide für relativ unwahrscheinlich. Das sehe ich auch so. Also wo er recht hat, hat er recht. Ich will Kanzler bleiben, er will es werden und die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Und kein Bürgergeld heißt, Sie wollen auf 0 runter reduzieren? Deutlich reduzieren. Sind Sie da, können Sie konkreter werden? Naja, also es kommt jetzt sehr darauf an, was man auch verfassungsrechtlich machen kann. Aber Totalverweigerer, Leute, die grundsätzlich sagen, ich beteilige mich überhaupt nicht, von denen muss der Staat ausgehen, die haben andere Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, dann sagen wir auf 0. Ja? So, und das wird dann nach Karlsruhe gehen, da muss man mal schauen, was Karlsruhe dazu sagt. Ich glaube nicht, dass wir so weitermachen können wie bisher. Ohne die Eltern und ohne ein stärkeres Engagement und eine Verantwortung. Die Frage Deutschlandticket ist für 2025 geklärt. Das wird für 2025 weiter bezahlt. Danach müssen wir uns mit den Ländern darüber verständigen, wie wir das bezahlen. Denn das ist ein ziemlich teures Projekt. Was gut ist an der Geschichte ist, und das ist der eigentliche Vorteil, wir haben ein einheitliches deutsches Buchungssystem für den gesamten öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Merz, Sie wollen sich mit den Ländern darüber unterhalten. Wollen Sie denn das Deutschlandticket über 2025 hinaus? Wenn es bezahlbar bleibt, wäre es eine gute Idee. Ich will allerdings auch hinzufügen, ja, ich will etwas hinzufügen. Für die ländlichen Räume ist dieses Deutschlandticket relativ wenig attraktiv. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Nein, Frau Weidel bleibt sich treu und ich weiß, warum ich sage, mit dieser Partei darf man in Deutschland nicht zusammenarbeiten. Okay. Wir fordern nicht den Austritt aus der EU. Wir sagen ganz klar, dass die EU ihre Kompetenzen überschreitet. Und wir brauchen einen Kompetenzrückbau der EU, weil die EU einfach auch Verordnungen erlässt. Stichwort Verbrennerverbot, Stichwort Heizungsgesetz, die wir für völlig falsch halten. Und die EU ist auch dort gar nicht befugt, solche Gesetze zu erlassen und den Verbraucher und den Produzentenunternehmen einzuschränken. Wir sagen, die Entscheidung gehört eigentlich in die nationalen Parlamente. Ich komme aus Hamburg, ich bin 20 Jahre alt und ich habe mal eine ganz andere Frage. Ich vertrete den Grundsatz, dass wir grundsätzlich zwischen Asyl und Zuwanderung unterscheiden müssen. Dieser Staat hat das bisher nicht gemacht. Es wird alles vermischt. Und wir haben illegale Migration seit 10 Jahren in unser Land. Für was ich stehe, ist, diese illegale Migration zu stoppen. Und dass wir uns von den Menschen trennen, die illegal sich in unserem Land aufhalten und die straffällig geworden sind. Wir müssen gesetzlich, und das ist bislang... Wenn ich mir Ihr Wahlprogramm anschaue, dann habe ich Angst um meine Zukunft. Ich bin homosexuell und ich habe Angst. Übrigens sollten Sie auch Angst haben, denn Mitglieder Warum sollte ich Angst haben? Mitglieder Ihrer Partei, die wollen die Homosexuellen vielleicht mal wieder ins Gefängnis oder ins KZ stecken. Wie können Sie eigentlich Mitglied dieser Partei sein als homosexuelle Person? Wieder für die Industrie interessant wird,
ergo investiert in das Land, was natürlich dann auch... Hinter dem Wort technologieoffen verbirgt sich der Angriff auf die Klimaziele. Das muss man sich klar machen. Es ist eine Chimäre, es ist ein trojanisches Pferd, das nicht meint, was es sagt. So, und deswegen, das ärgert mich wirklich, dass das in der politischen Debatte keine Rolle spielt, muss man sich klar machen, dass mit dem Umfallen Deutschlands, das ist ein Angriff auf die Klimaziele, mit dem Umfallen Deutschlands Europa umfallen wird. Und dann ist es vorbei mit dem Kampf gegen die globale Erderwärmung. Amerika werden wir aufhalten. Amerikas Ausfall ist schlimm, aber es ist auszuhalten. Aber wenn Europa sich verabschiedet, dann ist es vorbei. Und ob sich Europa verabschiedet, hängt an der deutschen Bundestagswahl. Wir müssen den Punkt schnell setzen. Wir hätten, und das ist der große Fehler, der mächtigste Mann der Welt, der amerikanische Präsident, und der reichste Mann der Welt, Elon Musk, haben sich verbündet, um Macht zu entgrenzen. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Das ist ein massiver Angriff auf die Werte, die wir hier aufgebaut haben, die ja immer im sozialen Bereich, im politischen Bereich bedeuten, dass Macht Grenzen hat, dass Machtgrenzen gesetzt werden. Das ist der Hintergrund all der Debatten, die wir da haben. Wahl, obwohl das nicht diskutiert wird, eine echte Klimawahl, und meine Wahlempfehlung kennen Sie ja. Wir dürfen uns gerade bei dem Bereich, der unsere Kommunikation, unsere Meinungsbildung und am Ende unsere Demokratie beeinflusst, nicht abhängig machen von chinesischen Algorithmen und den rechtsradikalen Fantasien von Elon Musk. Das ist am Ende nicht möglich. Alle